Alles ist im Vertragsrecht. Die ganze Welt ist im Vertragsrecht. Wir denken immer, wir sind in einem Rechtsstaat, wir denken immer, es ist alles irgendwo geregelt oder so weiter. Aber Faktum ist, wir sind alle im Vertragsrecht, weil die Verträge sind die Basis der gesamten Welt. Wir schließen überall Verträge ab. Egal was wir tun, ob wir jetzt unterschreiben oder nicht unterschreiben, spielt keine Rolle. Dieses sogenannte konkludente Handeln, dieses Schweigen als Zustimmung ist überall vorhanden. Wir haben immer den Gedankengang, ein Vertragsabschluss, da geht man zum Notar oder sonst irgendwas, das ist Blödsinn. Verträge sind überall. Was ist ein Vertrag? Ein Vertrag ist eine Obligation. Eine Obligation ist eine Leistungszusage, die muss nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit sein, sondern es ist eine Obligation, eine Leistungszusage einseitig oder auf Gegenseitigkeit. Ein Vertrag ist eine Zusage, dass ich etwas erbringe und die Gegenseite vielleicht auch etwas erbringt. Mehr ist das nicht. Das heißt, die Gegenseite kann mir etwas zugestehen, wenn ich einen Vertrag abschließe, und ich kann etwas zugestehen, wenn ich einen Vertrag abschließe. Das nennt man Obligation. Diese Obligation führt dazu, dass ich haftbar bin. Das heißt, meine Leistungszusage ist nicht einfach so, sondern ich muss die Leistung auch erbringen. Und wenn ich die Leistung nicht erbringe, bin ich in der Haftung dafür. Das heißt, ich werde zum Erfüllungsschuldner dieser Leistung. Mehr nicht. Und das ist überall so, das ist alles so. Und wenn ich diese Leistung nicht erbringe, dann bin ich in der Entehrung der anderen Vertragspartei. Wir denken immer, Vertragsrecht ist, da geht man irgendwo hin, unterschreibt irgendwo und es ist alles so ganz formal. Nein, das ist es nicht. Ich schließe überall Verträge ab. Wenn ich auf die Gemeinde gehe, die Person anmelde, schließe ich Verträge ab. Ich weiß es einfach nicht. Und noch extremer ist es, wenn ich unterschreibe, blanko auf irgendeinem Stück Papier, ist es noch schlimmer. Es sind immer Verträge. Und wenn ich diese Verträge nicht erfülle, bin ich in der entehrenden Position und damit erwartet mich eine Strafe, ein sogenanntes Bußgeld. Weil die Nichterfüllung von Verträgen ist sogenannte strafbewehrt. Das bedeutet, alles hat irgendwo eine Logik und wir denken immer, das ist alles so locker, so entspannt. Nein, ist das nicht. Wir schließen als lebende Menschen Verträge mit anderen lebenden Menschen, nur hat man diese Fiktion dazwischen geschaltet, diese fiktive Welt, in der wir über unsere Personen agieren. Das heißt, die Verträge werden nicht mehr direkt zwischen Männern und Weibern geschlossen, zwischen lebenden Menschen geschlossen, sondern immer unter Nutzung eines Gates, eines Tores. Und dieses Tor nennt man Person. Wenn ich nun also diese Person nutze, um einen Vertrag abzuschließen, das könnt ihr euch vorstellen wie in einem Computerspiel. Ein Computerspiel kann ich auch nicht benutzen ohne einen Joystick. Ich gehe also über diese Person innerhalb dieses Computers auf eine andere Person innerhalb des Computers zu und nutze dann diese Kommunikationsebene, um meine Verträge abzuschließen, um irgendwelche Leistungen zu erhalten. Zum Beispiel die Anlieferung von Wasser, die Anlieferung von Strom oder die Lieferung von Radio und Fernsehen, was ich vielleicht nicht unbedingt will. Und hier gibt es unendlich viele Varianten von Verträgen, die wir alle nicht kennen, wo wir auch nicht erklärt bekommen. Man lässt uns also hier blind in einen Vertrag hineinlaufen, ohne zu erklären, warum, wieso, weshalb. Wir eröffnen Konten. Wir wissen nicht mal, dass wir Konten eröffnen, weil man es uns nicht erzählt. Und diese Welt des Vertragsrechts ist ein elementarer Bestandteil des Kommerzes. Wenn wir nicht begreifen, wo wir überall Verträge abschließen, haben wir keine Chance. Und aus diesem Grunde müssen wir uns mit Vertragsrecht beschäftigen, auch wenn es ein sehr trockenes Thema ist, ein zum Teil auch sehr langweiliges Thema ist. Aber ich kann Ihnen nur eines sagen, wenn ihr Vertragsrecht verstanden habt, wenn euch klar ist, worum es im Vertragsrecht geht, dann könnt ihr anfangen mitzuspielen. Weil dann sprechen wir davon für Erfüllung und Nichterfüllung. Weil es ist natürlich so, dass wir natürlich in der Erfüllungsschuldnerposition sind, ständig. Aber die Gegenseite auch. Die Gegenseite ist verpflichtet, es zu erfüllen. Und wir haben bestimmte Rechte bei der Erfüllung, genauso wie wir Pflichten haben. Und ein wesentlicher Punkt im Vertragsrecht ist der, dass wenn ich nur Pflichten habe in einem Vertrag
und keine Rechte mehr, das heißt, wir erwachsen aus einem geschlossenen Vertrag, keine Rechte mehr, dann bin ich in der Position des Leibeigenen. Das ist ganz wichtig zu begreifen. Wenn ich also in einem System agiere, in dem man mir per Vertrag Grundrechte zugesteht, aber diese Grundrechte werden dann einfach aufgehoben und ich habe keine Rechte mehr innerhalb der Fiktion, dann bin ich Leibeigener des Systems. Und somit rutschen wir in der aktuellen Situation in die Position von Leibeigenen, Stück für Stück. Und wir stimmen zu, wir machen den Vertragsabschluss durch Stillschweigen, durch Konkludenz. Und das ist die aktuelle Situation, die wir haben, innerhalb der Fiktion gerade, wo wir alle denken, ja, wir haben doch das Grundgesetz, wir haben doch Grundrechte aus dem Grundgesetz. Das ist richtig. Die Gegenseite hält die Verträge einfach nur nicht mehr ein. Das ist alles. Sie entziehen uns Schritt für Schritt diese vertraglich zugesicherten Leistungen, wie zum Beispiel, wir können einkaufen gehen. Wir können in einen Supermarkt gehen, wir können Kleidung kaufen und. Das wird sukzessive entzogen und wir stimmen zu durch Stillschweigen. Das ist eine andere Form des Vertrages. Das bedeutet, sie ändern das Wesen des Vertrages, während wir den Vertrag nutzen. Das sind AGB-Änderungen. Und deshalb sind Gesetze nichts weiter wie Verträge. Es sind Verträge für die Nutzung von deren Personen. Und so dreht sich langsam aber sicher immer mehr drehen wir uns an den richtigen Punkt, dass Gesetze nichts weiter sind wie Verträge, die eingehalten werden müssen, zwar von unserer Seite, sowie auch von der anderen Seite. Die andere Seite ist genauso verpflichtet, die Verträge einzuhalten. Und deshalb müssen wir auf die Vertragseinhaltung bestehen. Das ist der Punkt. Die Vertragseinhaltung von Seiten des Herausgebers der Verträge. Weil die haben die Haftung dafür übernommen und sind somit, da sie das nicht einhalten, in der Position der entehrenden Partei. Somit ist also diese Situation, die wir gerade haben, mit diesem Infektionsgesetz und dem ganzen, ich nenne es jetzt mal Ermächtigungsgesetz, das gerade gemacht wird, das bedeutet, ein Gesetz wird herausgegeben, das den Ausnahmezustand sichert ohne Pandemie. Das ist eine Vertragsänderung, die elementar in die grundsätzlichen Verträge eingreift, die wir haben mit diesem System, das sich Staat nennt. Und in diesem Falle stimmen wir durch Stillschweigen, durch Angst zu. Man macht uns also Angst, also wir sind die Vertragspartner dieses Systems, und man macht uns Angst, dass wir dieser Vertragsänderung zustimmen, weil angeblich eine Notwendigkeit besteht. Und wir können uns überlegen, ob wir jetzt einfach weiter schweigen oder ob wir endlich die Position einnehmen, die uns zusteht, nämlich Vertragspartner dieses Systems zu sein. Es geht nur um Verträge und um nichts anderes. Korrekt, absolut korrekt. Und es ist ja so, dass die sogenannte Regierung verabschiedet ja nur diese Gesetze. Sie sind nicht die Herausgeber, sie sind nur die Verabschieder. Warum verabschieden sie? Weil wir ihnen angeblich das Recht erteilt haben, in unserem Namen und auf unsere Rechnung zu sprechen. Das ist ein anderes Kapitel nochmal. Das heißt, sie handeln in unserem Namen und auf unsere Rechnung. Wir sagen aber, nein, wir wollen diese Vertragsänderung nicht haben. Wir weisen diese Änderung zurück und damit müsste der Vertrag gelöscht werden. Er müsste weg sein. Ist er aber nicht, weil wir kommen jetzt hier in das Faustrecht, das Recht des Stärkeren. Man schafft also Fakten, die normative Kraft des Faktischen, sagt man auch dazu. Das heißt, man schafft Fakten, die dazu führen, dass dieser Zustand aufrechterhalten werden muss. Und man versteckt sich hinter den Interessen der Gemeinschaft. Man sagt, es ist ein Interesse der Gesellschaft, dass das gemacht werden muss. Und alle Menschen ordnen sich unter. Das ist das Kernproblem, die Unterordnung. Der Kernpunkt ist einfach der, da wir nicht wissen, dass alles im Vertragsrecht ist und da wir diese elementare Information nicht haben und das auch nicht ausgesprochen wird, wissen wir auch nicht, wie wir uns wehren. Unsere Kernaufgabe ist es zu wissen, dass wir wissen, wo wir stehen, damit wir Strategien entwickeln können, wie wir uns wehren können. Und Faktum ist auf jeden Fall eines: Diese Leute, die über uns entscheiden, sind unsere Angestellten.
Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wenn wir also über Vertragsrecht sprechen, müssen wir darüber sprechen, für wen arbeitet die Vertreter von uns, arbeiten die für uns oder für die andere Vertragspartei? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und das können wir uns an einem anderen Beispiel anschauen, wie man uns austrickst, wie man uns einen Vertrag unterschiebt, ohne dass wir überhaupt wissen, dass wir einen Vertrag abschließen. Was treibt einen Arzt an, seinen Ruf und seine Existenz aufs Spiel zu setzen, um Menschen aufzuklären? Warum ist er sich so sicher, dass Politik und Mainstream-Medien meist nicht zum Wohl der Menschen handeln? Das neue Buch von Bodo Schiffmann, jetzt erhältlich im Kamascha Shop.